Ein einziges menschliches Haar. Sein Durchmesser beträgt etwa 0,07 mm. Unter dem Mikroskop wirkt es massiv, doch nun schiebt sich etwas viel Feineres ins Bild. Ein glänzender Silberdraht, exakt 0,02 mm dünn. Mehr als 3-mal so dünn wie ein Haar, zerschneidet er die Dunkelheit. Plötzlich zerreißt ein ohrenbetäubendes mechanisches Rattern die Stille. Die Kamera reißt auf. Wir sehen keinen einzelnen Faden mehr. Wir blicken auf ein hochfeines, engmaschiges Nickeldrahtgewebe, entstanden unter strengster Geheimhaltung in der thüringischen Stadt Zeulenroda. Das militärische Deckwort lautet schlicht Sieb Nummer 231. Niemand an den Maschinen ahnt, welch tödlichen Zweck dieses Gewebe erfüllt. Doch der amerikanische Geheimdienst kennt die Wahrheit bereits. Ein als streng geheim eingestufter CIA-Bericht hält unmissverständlich fest: Das Sieb 231 wird exklusiv für die Russen hergestellt. Dieses unscheinbare Gewebe ist ausschließlich für Moskau bestimmt. Es ist das Epizentrum von Stalins nuklearer Macht. Zeulenroda in Thüringen. Eine typische ostdeutsche Kleinstadt der Nachkriegszeit. Scheinbar eine ruhige Idylle aus Kopfsteinpflaster und Jugendstilfassaden. Eine Stadt, die eigentlich für ihre feinen Möbel und Miederwaren berühmt ist. Doch diese bürgerliche Kulisse ist absolut trügerisch. Hinter den Fassaden verbirgt sich eine militärische Hochsicherheitszone. Die Metallgewebefabrik von Baderschneider und Lenzner. Der CIA-Bericht enthüllt die wahre personelle Dimension dieses Komplexes. Exakt 170 Menschen arbeiten auf diesem abgesperrten Gelände. Eine Armee von Facharbeitern, gefangen in einer zermürbenden Maschinerie. Davon stehen 90 Weber ausschließlich an den Spezialmaschinen. Mehr als die Hälfte der gesamten Belegschaft baut nur ein einziges Produkt: das mysteriöse Sieb Nummer 231. Sie arbeiten in einem mörderischen Dreischichtsystem. Rund um die Uhr rattern die schweren Eisengestelle der Webstühle. Ohne Unterlass, ohne das Recht, Fragen zu stellen. Wenn niemand hier weiß, für wen ihr Produkt am Ende den Tod bringt. Um die enorme historische Brisanz zu verstehen, müssen wir die Chemie betrachten. Wir müssen den albtraumhaften Prozess der Urananreicherung begreifen. Die sowjetische Methode der Wahl ist die extrem aufwendige Gasdiffusion.
Dafür muss das geförderte Uran chemisch umgewandelt werden. In das gefürchtete Uranhexafluorid, ein Stoff voller Widersprüche. Bei Raumtemperatur ist es nur ein unscheinbarer weißer Feststoff. Doch bei exakt 56,5 Grad Celsius passiert etwas Fatales. Es sublimiert. Das Material wird direkt zu Gas. Und dieses Gas ist extrem korrosiv. Es zerfrisst und zerstört beinahe jedes Metall auf der Erde. Mit einer einzigen Ausnahme: hochreines Nickel. Nur Nickel ist chemisch widerstandsfähig genug für dieses Höllenfeuer. Tief im Osten, in den streng geheimen sowjetischen Atomstädten. Wird das Urangas unter enormem Druck durch kilometerlange Rohre gejagt. Es wird mit roher Gewalt durch sogenannte Diffusionsmembranen gepresst. Ein Filterprozess, der die leichten von den schweren Isotopen trennt. Und genau hier kommt die kleine Stadt Zeulenroda ins Spiel. Die in Thüringen gefertigten Siebe weisen eine unfassbare Dichte auf. Bis zu 20.000 Maschen pro Quadratzentimeter. Diese Gewebe dienen als unverzichtbares Trägermaterial für die Membranen. Ohne dieses Skelett würde das korrosive Gas die Filter sofort zerreißen. Stalins Atombombenprojekt hängt wortwörtlich am seidenen Faden. Besser gesagt, an einem mikroskopisch feinen Nickelfaden. Stalins globale Drohkulisse gegenüber dem Westen ist physisch abhängig von der Präzisionsarbeit von 90 Webern. Hier, tief versteckt in einer kleinen, verregneten thüringischen Stadt. Wir dringen nun tief in die Fabrikhallen von Bader, Schneider und Lenzner ein. Ein ohrenbetäubender mechanischer Rhythmus beherrscht den Raum. Schweres, ölverschmiertes Eisen steht im harten Kontrast zur Aufgabe. Im Kontrast zu dem extrem feinen, fragilen Nickeldraht. Von den insgesamt 30 Webstühlen im gesamten Werk sind 29 Maschinen exklusiv für den Sowjetauftrag reserviert. Es handelt sich um den hochkomplexen Spezialtyp DFL, entwickelt von Emil Jäger im benachbarten Neustadt an der Orla. Ein Wunderwerk der Ingenieurskunst, missbraucht für den atomaren Krieg. Der Arbeitsrhythmus der 90 Weber ist geradezu mörderisch. Die pausenlosen Schichten zehren extrem an der körperlichen Substanz. Es erfordert absolute, übermenschliche Konzentration bei jedem Handgriff. Mit ölgeschwärzten Fingern fädeln sie den haarfeinen Draht durch winzige Nadelöhre in das schwere Metall. Ein einziger Fehler
Eine winzige falsche Bewegung des Webers und der lebenswichtige Faden reißt sofort. Jeder gerissene Faden bedeutet den sofortigen kompletten Stillstand. Eine erzwungene, panische Unterbrechung der Produktion. Die schwere Maschine steht. Das wertvolle Gewebe ruht unfertig. Doch etwas anderes läuft unerbittlich und gnadenlos weiter. Die gnadenlose Quotenuhr der Sowjetunion tickt. Die eiskalten Befehle aus Moskau dulden keinerlei Verzug. Der Weber knotet den Faden mit zitternden Händen wieder zusammen und wirft die schwere Maschine mit voller Kraft wieder an. Der Lärm kehrt zurück. Die Produktion geht weiter. Jede Sekunde, jeder gewonnene Zentimeter des Nickeldrahts. Speist die unersättliche nukleare Maschinerie des Ostblocks. Eine stählerne Maschinerie, die ohne Säulenruder kollabieren würde. Die Weber arbeiten in Schichtzwang. Die körperliche Müdigkeit wächst. Der Feinstaub aus Öl und toxischem Metallabrieb liegt schwer in der Luft. Es gibt keine Schutzmasken für die Arbeiter. Keine rettenden Pausen. Nur das hypnotische, brutale Vor- und Zurück des stählernen Wieblatts. Zentimeter für Zentimeter wächst das tödliche Sieg Nummer 231. Eine unübertroffene Meisterleistung des deutschen Mittelstandes. Gekapert und ausgesaugt von einem totalitären Regime. Der Offizier überwacht die Auslieferung mit eiskalter Präzision. Jede fertige Spule wird auf dem Leuchttisch strengstens geprüft. Ein einziges, winziges Loch und die Lieferung wird rigoros abgelehnt. Abgelehnt bedeutet in diesem Klima sofortigen Sabotageverdacht. Und Sabotage bedeutet in diesen stalinistischen Tagen das Gulag. Der psychologische Druck auf Baderschneider und Lenzner ist unvorstellbar. Sie müssen eine fehlerfreie Qualität liefern, die die Maschinen kaum noch hergeben. Mit minderwertigen Ersatzteilen, die von Tag zu Tag knapper werden. Es ist ein gnadenloser Kampf. Verschleißmaschine gegen Edelmaterial. Und der einfache Arbeiter ist schonungslos dazwischen eingeklemmt. Doch die Rote Armee verlangt in Berlin immer mehr. Die Produktionsquoten werden am grünen Tisch willkürlich verdoppelt. Ein unstillbarer imperialer Hunger nach dem rettenden silbernen Faden. Der unsichtbare Faden, der im Grunde die Bombe zusammenhält. Die Webstühle in Zeulenroda rattern unaufhaltsam in die Nacht weiter. Getrieben von den völlig unmöglichen Quoten aus Moskau. Doch Stalins Generalstäbe sind auf diesem Auge nicht blind.
Sie sind sich ihrer massiven strategischen Verwundbarkeit sehr wohl bewusst. Die gesamte atomare Drohkulisse der gigantischen Sowjetunion. Hängt auf Gedeih und Verderb von einer einzigen Privatfabrik ab. Ein unhaltbarer, fast schon peinlicher Zustand für das wachsende Imperium. Tatsächlich hatten die Sowjets bereits 1948 alles versucht, um diese technologische Abhängigkeit endgültig und brutal zu brechen. Ein massiver, verzweifelter Technologietransfer wurde damals initiiert. Doch dieser dilettantische Versuch scheiterte auf ganzer Linie kläglich. Wie genau lief dieser verzweifelte Versuch damals ab? Warum versagten die russischen Kopien der DFL-Maschinen so fatal? Und wie wurde Zeulenroda stattdessen unaufhaltsam in den Abgrund getrieben? Das klären wir in der nächsten Episode.